Hallo und willkommen zur 26. Folge von Fräulein Maya empfiehlt. Warum spielen Katzen auch im Erwachsenenalter so gern und ausgiebig? Warum werden Katzen in menschlicher Obhut niemals so richtig erwachsen? In diesem Video erklärt Fräulein Maya 4 Gründe hierfür. Zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Menschen haben seit grauer Vorzeit Tiere domestiziert und gehalten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern und die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber in dieses Schema scheint die Katze nicht zu passen. Sie sucht zwar die Nähe des Menschen, bleibt aber stets die selbstständige Jägerin, die in der Natur zurechtkommt. Dies gilt sowohl für Freigänger als auch für Wohnungskatzen gleichermaßen. Grund 1. Der Appell an den Beschützerinstinkt. In der Nähe des Menschen spielt unsere Fellnase jedoch eine ganz bestimmte Rolle. Und zwar die des Kleinkindes, welches umsorgt und liebkost werden will. Und zwar ein Katzenleben lang. Aus diesem Grunde entwickelte unser Schmusetiger auch über die Jahrhunderte der ungleichen Partnerschaft zum Menschen das spezielle Miauen, um unseren Beschützerinstinkt anzusprechen. Dieser Katzensprache und einer möglichen Miau-Verschwörung gehen wir in Teil 16 nach. Grund 2. Der zuverlässige Mensch. Katzen lieben als Gewohnheitstiere Menschen mit einer typischen Bürokratenseele. Hierbei ist den Pelzträgern der unaufgeräumte Schreibtisch weit weniger wichtig als der verlässliche und vor allem geregelte Tagesablauf. Wie schon in der 2. Folge beschrieben, sind für Katzen feste Zeiten für Rituale sehr wichtig. Und da sind die Verwaltungsmenschen einfach am zuverlässigsten mit ihrem pünktlichen, immer gleichen Feierabend und den eingeplanten Spiel- und Fütterungszeiten. Daran kann sich Katzi bestens gewöhnen und plant ihren Tagesablauf, um entsprechend mit Herrchen und Frauchen aufzustehen und ausgeschlafen zu sein, wenn sie nach Hause kommen. Und auch die Mahlzeiten in einem festen Rhythmus sind für Katzi ein wichtiger Garant für einen verlässlichen zweibeinigen Partner. Warum ein aufgeräumter Schreibtisch aber dennoch wichtig ist, erfahrt ihr im Sicherheitsspezial in Teil 15. Grund 3. Die sichere Nahrungsquelle. So wichtig Rituale und der große Beschützer auch sind, so wichtig sind auch die Grundbedürfnisse unseres Stubentigers und deren Befriedigung. Dabei geht ein Sieger klar hervor. Die schier unerschöpfliche Nahrungsquelle, die es beim Menschen zu geben scheint. Da lohnt es sich für unseren einfallsreichen Vierbeiner seine Menschen einen fürsorgebedürftigen Eindruck zu vermitteln. Neben der Katzensprache und dem Anstupsen gehen unsere begabten flauschigen Schauspieler teils bedeutend weiter, um entsprechende Aufmerksamkeit zu erhalten. Beispielsweise gibt es Katzenvertreter, die sogar ohne eine Verletzung humpeln, wenn ihr Mensch in der Nähe ist, um so die erwünschte Reaktion ihres Zweibeiners zu erzielen. Der schlaue Miniaturjäger zeigt immer das Verhalten, was seiner Meinung nach den meisten Erfolg verspricht und trifft so meist zielsicher das Herz seines Halters. Grund 4. Geborgenheit. In einer sicheren Umgebung mit geregelten Tagesabläufen und einem zuverlässigen Zweibeiner lässt es sich ganz hervorragend leben. Die vierbeinigen Mitbewohner versuchen diese Geborgenheit zu erreichen und kommunizieren nicht nur mit ihren Zweibeinern, sondern erziehen sie regelrecht. Da der Mensch in den Augen unseres Kuscheltigers ein recht gelehriger, aber zuweilen begriffsstutziger Zeitgenosse ist, wird auch schon mal zu erzieherischen Maßnahmen gegriffen. Wer sich beim Kuscheln nicht an die Katzenregeln hält, kann auch schon mal die Krallen zu spüren bekommen, wie in Teil 18 erklärt wird. Aber wenn sich unsere Schnurrnase erst einmal so richtig wohl und geborgen fühlt, werden auch gern einmal kindliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt. So schwelgen unsere Katzen gern in Erinnerung an Kinderzeiten. Ein Ausdruck dessen ist der sogenannte Milchtritt oder auch Treteln genannt. Auch bereits ausgewachsene Katzen verfallen wieder ins Treteln auf dem Schoß geliebter Menschen und zeigen auch vereinzelt kindliche Verhaltensmuster. Sie nuckeln beispielsweise an der Kleidung oder den Fingern der Zweibeiner, die die Rolle der vermeintlichen Mamakatze einnehmen. Diese 4 Gründe, warum Katzen für uns Menschen augenscheinlich nie wirklich erwachsen werden, sind ein Beispiel erfolgreicher Domestikation. Nur eben, dass die Schnuffelschnute uns Menschen gezähmt hat. Das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maya empfiehlt. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und nun zum Rätsel. Beim letzten Mal hat Maya den Würfel gesucht. Ihr habt es selbstverständlich herausbekommen. Doch was sucht Maya dieses Mal? Muss Tag und Nacht auf Wache stehen, hat keine Füße und muss doch gehen, hat keine Hände und muss doch schlagen. Wer kann mir dieses Rätsel sagen? Das bekommt ihr heraus. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie wie immer in die Kommentare.
Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt uns. Sollte es euch gefallen haben, gebt doch Maya einen Daumen hoch. Und wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos den Kanal und gebt Maya einen auf die Glocke. Und an dieser Stelle bedankt sich Maya bei allen, die dieser Bitte gefolgt sind. Mittlerweile sind über 50 treue Abonnenten jede Woche am Bildschirm mit dabei. Diesen Erfolg hat sich Maya am Anfang absolut nicht vorstellen können. Daher ein dickes Danke an alle treuen Fans und die, die es noch werden wollen. Klickt fleißig auf den Abonnieren-Knopf, denn ab 100 Abonnenten verlost Maya unter den ersten 10 richtigen Rätsellösungen kleine Geschenke. Bis zum nächsten Mal.